Ich durchquere unzählige Gebirge, die sich über mehr als 1000 Kilometer erstrecken. Oft führe ich meinen Weg nur über schmale Bergpfade und raue Schotterpisten. Umgeben von wilder Natur und abgeschiedenen Dörfern stehe ich ganz allein da. Mit kaum Erfahrung ausgestattet, muss ich mich den Herausforderungen dieser Reise stellen. Es war ein Samstagmorgen und die Stadt erwachte langsam. Die ersten Sonnenstrahlen, die über die Bergrücken lugten, tauchten die Straßen in ein sanftes, goldenes Licht. Ein glücklicher Zufall, dass die Straßen noch so menschenleer waren. Ich konnte mich ungehindert durch die Stadt bewegen. Die Stadt präsentierte sich weder besonders auffällig noch gewöhnlich. Einige Passanten schlenderten ziellos umher, während die Basare bereits emsiges Treiben zeigten. Die Touristenzone hingegen lag noch in friedlicher Ruhe. Während die in den letzten Jahrhunderten geplanten Straßen zumeist geradlinig und weitläufig sind, bestechen die alten Gassen, wie in anderen Siedlungen auch, durch ihre kurvige und verschlungene Struktur. Gebäude aus dem 18. bis 20. Jahrhundert, Zeugnisse von Barock, Rokoko und Modernismus, da die meisten Geschäfte und Restaurants sich auf Touristen einstellten, die erst zur Mittagszeit aufwachten. Ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie sich die Straßen und Plätze im Laufe des Tages mit Menschenmassen füllen würden. Nach einer Besichtigung des Zentrums setzte ich meine Fahrt in die Außenbezirke fort. Die Gebäude wirkten gepflegt und die Straßen waren makellos sauber. Auf allen Plätzen, die ich passierte, schienen Vorbereitungen für ein Fest oder eine andere städtische Veranstaltung im Gange zu sein. Während die in den letzten Jahrhunderten geplanten Straßen zumeist geradlinig und weitläufig sind, bestechen die alten Gassen, wie in anderen Siedlungen auch, durch ihre kurvige und verschlungene Struktur. Zu meiner Überraschung entdeckte ich gut ausgebaute Radwege, die mich fast bis in die Vororte führten. Allmählich wichen die niedrigen Gebäude hohen Wohnblocks und Wolkenkratzern und die engen Gassen wandelten sich in breite Durchgangsstraßen. Die Stadt erstreckt sich über ein weites Gebiet und es dauerte eine Weile, bis ich den Stadtrand erreichte. Selbst in den Vororten fand sich kein Anzeichen von Unrat auf Gehwegen oder Fahrbahnen. Es war nicht so, wie ich dachte, die Vororte zogen sich viele Kilometer entlang des Flusses in der Schlucht.
Die Stadt ist unmerklich mit ihren Vorstädten verschmolzen und erstreckt sich nun kilometerweit im Tal entlang des Flusses. In diesem beengten Raum drängen sich Autobahnen, Eisenbahnlinien und eine Vielzahl von Gebäuden. Meine Navigation versuchte mich abseits der Hauptverkehrsadern zu führen, um dem dichten Verkehr zu entgehen. Zwischen der dichten Bebauung erkannte man deutlich die Trennlinie zwischen alten und neuen Häusern. Wo immer es der Platz erlaubte, tauchten vereinzelt moderne, großzügige Wohnhäuser auf. So überquerte ich mehrfach Unterführungen, die sowohl Eisenbahnlinien als auch Autobahnen unterquerten, und fand mich immer wieder auf der einen oder anderen Seite wieder. Je tiefer ich in die Berge vordringe, desto mehr verändert sich die Landschaft. Die Gipfel werden höher, die Wälder dichter und die Natur entfaltet ihre ungezähmte Schönheit. Die Siedlungen werden spärlicher und Nebenstraßen weichen einer stark befahrenen Bundesstraße. Doch die Verkehrsteilnehmer zeigen Rücksicht und ich fühle mich ein wenig sicher. Unmerklich gleiten die Kilometer unter meinen Rädern dahin, während ich die majestätische Natur in vollen Zügen genieße. Kurze Abstecher auf Nebenstraßen führten zu unerwarteten Begegnungen mit Schäfern, ihren Herden und friedlichen Straßenhunden. Doch die Ruhe in den Schluchten währte nicht lange. Schon bald kehrte ich zurück auf die stark befahrene Hauptstraße, wo mich der Lärm und Verkehr bis zum Ende meiner Etappe begleiteten. Von einem imposanten Bergmassiv zum nächsten, so gestaltet sich mein ganzer Tag. Und damit erreichte ich meinen heutigen Endpunkt, das Ufer des Stausees. Hier, wo Kraftwerke und touristische Einrichtungen harmonisch koexistieren, finden Erholungssuchende am See und in den Bergen gleichermaßen ihr Refugium. Die Gegend wirkte einladend und ich vermutete, dass sich hier zahlreiche Touristen aufhielten. Trotz einer beachtlichen Anzahl an Hotels und Apartments gestaltete sich die Suche nach einer Unterkunft für die Nacht als unerwartet schwierig. Nachdem ich schließlich ein Apartment gefunden und mein Gepäck verstaut hatte, machte ich mich auf die Suche nach einem Abendessen. Auf dem Rückweg riss dann plötzlich meine Fahrradkette. Die verbleibenden 500 Meter bis zu meiner Unterkunft musste ich mein Fahrrad schieben. Am nächsten Morgen widmete ich mich der Reparatur und startete meine Weiterreise etwas später als geplant. Da meine Route für den folgenden Tag nur wenige Übernachtungsmöglichkeiten bot, musste ich die verlorene Zeit wieder aufholen.
Düften der Restaurants, in denen Lamm am Spieß gegrillt wird, und der farbenfrohen Vielfalt der lokalen Nationalküche konnte ich einfach nicht widerstehen. Die Region Jablanica ist nicht nur für ihre landschaftliche Schönheit bei Touristen beliebt, sondern auch für ihr großes Kraftwerk, das als bedeutender Arbeitgeber und wichtiger Finanzier für den lokalen Haushalt fungiert. Die Straße führt mich erneut stetig bergauf und ein weiterer Gipfel liegt vor mir. Die Route verläuft wieder entlang des Flussbetts, sodass ich die unberührte Natur in vollen Zügen genießen kann. In Jablanica verließ ich die Bundesstraße und setzte meine Fahrt auf einer Landstraße fort. Sofort spürte ich die wohltuende Ruhe des geringeren Verkehrs und konnte die Geräusche der Natur wieder deutlicher wahrnehmen. Seit Albanien habe ich durchweg freundliche und hilfsbereite Menschen getroffen, eine Erfahrung, die meine Reise bereichert hat. Seit Sarajevo beobachte ich erfreulicherweise, dass kaum noch Müll am Straßenrand oder in den Ortschaften zu finden ist. Die Landabschnitte, in denen Parkplätze als kleine wilde Müllkippen dienten und Bauschutt und anderer Unrat die Straßenränder verschandelten, scheinen im Moment vorbei zu sein. Auf diesem Streckenabschnitt begegne ich vermehrt Motorradfahrern, die die kurvenreichen Straßen in dieser Berglandschaft als reizvolles Abenteuer empfinden. Dies unterstreicht einmal mehr die landschaftliche Schönheit dieser Gegend. Für eine Weile verließ ich die Landstraße und nahm eine vermeintlich kürzere Strecke, die sich jedoch bald als holprig und beschwerlich herausstellte. Nach einigen Kilometern erreichte ich wieder die Landstraße. Zunächst führte der Weg steil bergauf, wurde immer schmaler und ging schließlich in eine Schotterpiste über. Eine spärlich beschilderte Straße wies auf einige Ortschaften und Dörfer hin, die ich passierte. Hier entdeckte ich auch, wie Erbsen der neuen Ernte für den Wintervorrat von Hand verarbeiteten.